willkommen zur Folge 5. Ja, der Titel verrät schon ein bisschen, dass uns diesmal hier Fehlerchen unterlaufen sind. Was das genau ist, schauen wir uns natürlich im Verlauf des Videos an, aber erstmal wie immer gehen wir natürlich chronologisch vor, so wie wir auch entsprechend gebaut haben. Im letzten Video hatten wir hier den Rahmen gebaut und mit dem Flachstahl schon mal belegt. Aufgehört haben wir damit, dass hier noch kleine Ausgleichsarbeiten notwendig waren. Ihr seht hier da den Zylinder auch gerade eingespannt. Wir mussten eben den mittleren Spand da noch ein bisschen rüberdrücken, damit wir eben an den Außenkanten überall identisch sind und gleich sind. Das war eben dann noch zu korrigieren. Genau das gleiche passiert eben jetzt auch hier nochmal mit dem Spand 1. Auch da nochmal eben gerade drücken und dann eben alles durchheften, sodass da auch Halt drin ist. Nachdem diese Korrekturarbeiten gemacht sind, kann dann auch endgültig, beziehungsweise das heißt endgültig, halt überall gepunktet werden, sodass eben überall schon mal eine Verbindung da ist. Und dann geht es hier jetzt auch schon an der Seite weiter. Auch hier, nachdem eben die Ausrichtungsarbeiten erledigt sind, nur noch eben punkten, entsprechend die Flachstähle befestigen. Und damit ist die Hecksektion auch erstmal soweit fertig und wir können uns jetzt dem mittleren Teil zuwenden. Das ist eben der Bereich, wo der Motorraum entsteht. Auch hier geht es dann jetzt erstmal darum, entsprechend die Spanten weiter zu verlängern und die Außenteile zu setzen, die dann eben auch nach oben gehen. Auch hier natürlich wieder nach dem gleichen Prinzip. Innen an dem Längsaussteifungsteil können wir mit Maß uns ansetzen. Genauso oben an der Kante können wir schon mal grob auf Maß setzen und dann wieder ausrichten. An die richtige Stelle drücken, dass das Blech anliegt und dann kann hier auch die Längsaussteifung eingeschoben werden. Genau dieses Einschieben wird uns aber später noch an einer anderen Stelle so ein bisschen zum Verhängnis, aber dazu dann nachher mehr. Und so werden auch hier entsprechend die Spanten 5, 6 und 7 sind es in dem Fall eben exakt genauso wieder gesetzt, ausrichten, markieren. Die Magnete helfen uns beim Stabilisieren und dann das Ganze anpunkten. Genau an der Stelle, wo Basti jetzt auch steht, und ihr seht es jetzt auch gleich, wenn er da zieht und drückt, haben wir ein Problem, was auch schon mal in den Kommentaren zur Sprache kam. Und zwar ist hier jetzt am oberen Ende noch so ein bisschen eine Welle im Blech drin. Da müssen wir halt schauen, dass wir die dann eben irgendwann auch noch rausbekommen. Im Moment gehen wir da erstmal noch nicht dran. Weiteres Drücken oder Ziehen würde hier an der Stelle jetzt erstmal nichts großartig helfen. Wir stellen aber schon fest, dass je nach Sonneneinstrahlung und wie sich das Boot dann eben auch doch Stück für Stück verändert, diese Welle auch schon weniger geworden ist, sodass wir da wie gesagt im Moment erstmal noch gar nichts weiter dran machen an der Welle und im weiteren Verlauf dann sehen, ob es erforderlich ist, hier zum Beispiel dann mit einem Flammrichten dran zu gehen. Aber das lassen wir uns wirklich noch ein bisschen Zeit, bevor wir hier jetzt eben dran gehen und tatsächlich irgendwas kaputt machen. Trotzdem müssen natürlich die Spanten entsprechend am Boden befestigt werden, sodass wir das hier eben auch mit den gewohnten Taktiken machen und dann auch hier wieder vorbereitend schon mal die seitlichen Aussteifungen einlegen. Allerdings ist es auch hier genauso wie hinten. Es macht eben erst Sinn, jetzt hier den mittleren Ausbau zu machen, bevor wir hier die an der Seite festmachen. Und somit wechseln wir hier mal die Blickrichtung auf den mittleren Teil. Und nachdem jetzt hier vorne schon mal das Flachstahl eingesetzt ist, das können wir tatsächlich auch links und rechts schon mal ganz kurz anheften. Da tut sich im Grunde ja nichts mehr dran. Die beiden Shots stehen fest, wohingegen die 3 Spanten eben noch verschiebbar sind auf dem Stahlträger. Denn hier müssen wir jetzt genauso in der mittleren Sektion erstmal einen Stahlträger mittig einsetzen, wo dann eben wiederum die anderen Spantenteile dran ausgerichtet werden. Der Basti spielt hier übrigens nicht am Handy, sondern schaut in den Plänen nochmal nach genauen Maßen nach. Die haben wir natürlich immer irgendwo bei uns, um jederzeit nochmal reingucken zu können, was wir denn da eigentlich tun müssen. Die Arbeitsschritte sind natürlich exakt die gleichen wie in der Hecksektion auch schon und deswegen lasse ich euch damit mal so ein kleines bisschen alleine.
ersten 2/3 gemacht sind, haben wir natürlich auch hier genau das gleiche Thema wie sonst auch. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Erstmal wieder die Spanten am Boden befestigen, grob ausrichten und dann kann es auch da oben an die restlichen Verbindungen gehen. Nach dem üblichen Drücken, Ziehen und Zubbeln ist auch der dann an der richtigen Position drin und das Bodenblech dran, sodass wir eben hier an den nächsten gehen können. Ich kann euch leider an der Stelle keine andere Kameraeinstellung anbieten, weil einfach auf der anderen Seite das Grundstück zu Ende ist und da wir die Kamera nicht aufstellen können. Insofern erspare ich euch jetzt hier mal den letzten Teil noch vom Einsetzen der Spanten. Dann sind wir hier quasi auch am Ende angekommen und die mittlere Sektion ist eben auch soweit fertig. Und dann kommen wir zum nächsten Bauteil. Und da geht es dann schon in die Bugsektion. Und im Gegensatz zu den bisherigen Spanten werden diese eben nicht Stück für Stück im Bootsrumpf gebaut, sondern das sind jetzt hier Teile, die komplett vorgefertigt werden als Rahmen, so wie sie dann eben hinterher drinnen stehen. Bisher kamen da eben immer noch mal etwas größere Bleche dazwischen, das ist hier erstmal nicht der Fall. Und dementsprechend haben wir hier mal wieder unseren großen flexiblen Schweißtisch genutzt, um das Ganze auszurichten, zu positionieren. Hier muss man natürlich ganz genau auf die Maße schauen, weil ja klar, ein Millimeterchen hier am unteren Teil gedreht und oben ist es dann direkt 1 Zentimeter auf 2 anders. Und da muss man natürlich sehr, sehr genau hinschauen, damit wir uns da eben nichts falsch zusammenbauen. Auch hier hilft dann natürlich immer wieder der Blick in die Pläne, um Referenzmessungen zu machen, um die genauen Abstände zwischen den Punkten zu haben und das Teil eben entsprechend richtig montieren zu können. Dieses Teil hat jetzt hier im oberen Bereich keine durchgehende Verbindung. Das liegt einfach daran, weil an der Stelle dann auch die Treppe zwischen Salon und Unterschiff runterführen wird. Da wäre dann hier ein Querträger komplett im Weg. Um das Teil aber trotzdem auch vernünftig gleich transportieren zu können, haben wir uns entsprechend hier oben einfach einen Stahlträger noch mit eingeheftet, damit A eben der Abstand gleich bleibt und wir B eben auch was haben, wo wir das Teil dran aufhängen können. Und damit ist das Teil auch entsprechend fertig vorbereitet und wir können anfangen, es vom Tisch zu heben. Haben dann ganz schnell gemerkt, okay, das mit dem Greifer ist nicht so prall. Wir nehmen uns hier eine Schluppe in der Mitte drunter, haben es uns dann nochmal beiseite gehoben, um von der anderen Seite nochmal gegenzuschweißen, damit es uns da auch an dem Punkt jetzt erstmal nicht wegknicken kann. Und dann ab zum Boot damit. Zum Boot bringen heißt in dem Fall, dass wir es jetzt hier erstmal runterheben mussten, nochmal zwischenlagern, um den Kran versetzen zu können, weil wir natürlich jetzt hier von den Reichweiten des Krans einfach nicht so weit nach vorne gekommen wären. Also dementsprechend einmal kurz absetzen und nochmal neu ansetzen. Und natürlich nicht nur den Kran umpositionieren, sondern auch die Kamera, damit ihr eben auch wieder was seht. In dem Fall steht sie jetzt auf dem Stapler auf einer Palette, weil wir sonst natürlich hier von der Höhe her auch gar nicht mehr mit den Bildausschnitten hinkommen. Und dann können wir dieses erste Teil hier entsprechend einsetzen. Und auch das passiert natürlich genau wie bei allen anderen Teilen identisch. Erstmal wieder die Mitte suchen, unten genau darauf positionieren, oben den Abstand zum Rand genau setzen, dass der schon mal stimmt. Stück für Stück messen und natürlich wieder von unten den Rumpf dagegen drücken, um die gewünschte Bootsform eben hier in den Stahl zu drücken mit dem Spant. Hier ist das Ganze natürlich jetzt ein bisschen sportlicher noch, als das in den hinteren Sektionen war. Ist klar, die Rundungen, die Biegungen werden hier immer intensiver und dementsprechend müssen wir halt auch noch ein bisschen stärker das Blech dorthin drücken. Das kommt dann eben doch nicht nur ganz alleine vom Liegen. Und dann ist das Teil natürlich im Grunde fertig. Was wir dann allerdings hier noch gemacht haben, damit einfach oben noch ein bisschen Stabilität reinkommt, ist hier einfach ein Stückchen Flachstahl einzuschweißen, der im Plan so in der Form nicht vorkommt. Aber das war uns hier zu heikel, das Teil einfach so stehen zu lassen, nur am Boden befestigt. Ja, und dann war auch Feierabend für den Tag. Das Teil steht drinne und es sieht super schön aus, wie es da drinne steht. Allerdings, und damit kommen wir jetzt zum ersten kleinen Fehler Nummer 1, fehlte etwas ganz Entscheidendes. Und zwar müssen hier die
Longitudes erst eingesetzt werden, bevor wir den Spann setzen. Wie ihr seht, gehen die hier eine ganze Ecke nach oben, sodass wir die jetzt im Nachgang nicht mehr eingeschoben bekommen haben. Das heißt, den anderen Morgen haben wir also erstmal damit verbracht, das Teil wieder rauszulösen, die Schweißpunkte alle wieder wegzuflexen, und dann haben wir aber den Moment auch direkt genutzt und haben es hier einmal komplett an allen Bereichen vorbereitet und alle Schweißnähte schon mal nachbearbeitet. Denn hier kommen entsprechend viele Longitudes jetzt auch drauf als Aussteifung, und die Wahrscheinlichkeit, dass die hier auf einem Schweißpunkt gelandet wären, wäre ziemlich hoch gewesen. Und so haben wir das jetzt hier erstmal alles korrigiert, mussten dann auch hier den mittleren Teil erstmal gründlich reinigen, denn hier war jetzt ein Haufen Schleifstaub drin und es stand auch noch Wasser, was wir erstmal wegtrocknen mussten, bevor wir dann jetzt hier eben die Längsaussteifungen einsetzen können. Das mit dem Einsetzen ist aber natürlich eine ziemliche Fummelsarbeit, weil die wollen natürlich nicht da bleiben, wo sie hin sollen. Ihr seht, wie schräg das ist. Die Teile rutschen immer wieder weg. Dann haben wir sie auch noch mal an die falsche Stelle gesetzt, aber noch bevor wir irgendetwas angeschweißt haben. Und so haben wir uns hier eben auch Stück für Stück da durchgewühlt, das alles richtig zu positionieren, die Teile drinne zu haben. Und dann konnte es auch losgehen nochmal mit dem Anschweißen. Nachdem der Spann dann entsprechend wieder befestigt ist, messen wir uns aber auch für die Longitudes hier die Positionen korrekt aus und heften die schon mal, damit die eben nicht mehr da vorne im Bug rumrutschen und man nur drüber fällt, sie verbiegt und kaputt macht. Und jetzt seht ihr auch die anderen, die eben nicht hinten hochstehen, die kann man natürlich genauso easy wieder einschieben, wie wir das bei den anderen gewohnt waren. Und so hatten wir es hier einfach nicht auf dem Schirm und haben den ersten kleinen Fehler drin gehabt. Außer hinten an der Schottpartie heften hier natürlich noch nicht weiter, da wir eben erst den nächsten Spann einsetzen müssen und damit die entsprechenden Biegungen im Blech erzeugen müssen, bevor wir dann hier die Longitudes am Boden befestigen, sonst würden wir uns das auch wiederum in die falschen Richtungen ziehen. Das ist dann aber auch genau unser Stichwort. Der nächste Spann kann dann vorbereitet werden. Das machen wir natürlich genauso wieder hier hinten auf unserem Schweißtisch. Gleiches Prinzip, die Teile müssen ausgerichtet werden. Und das ist jetzt hier auch das größte Teil, was wir in der Form haben. Die Unterwasserbodenbleche, die waren zwar noch mal ein bisschen von der Dimension her größer, aber das ist jetzt hier so das größte Rahmenbauteil, zusammenhängende Rahmenbauteil, was wir jetzt hier an der Stelle bauen müssen. Unseren Stammzuschauern wird an der Stelle dann auch auffallen, dass hier ein neues Gesicht mit rumspringt. Das ist der Marc, der uns hier ab und zu jetzt helfen wird und ein bisschen zur Hand gehen wird. Den werdet ihr also immer mal wieder jetzt in den Filmchen sehen. Ansonsten ist natürlich auch bei dem Bauteil das Prozedere exakt identisch wie bei dem Spann davor. Genau messen, genau ausrichten. Ihr seht das mit den ganzen Magneten und Spannzangen. Eben dafür sorgen, dass sich die Positionen nicht mehr verändern, wenn man das einmal ausgerichtet hat, und dann eben wie gehabt alles miteinander punkten und verbinden. Dann haben wir uns dazu entschieden, hier noch einen weiteren Schritt schon durchzuführen, den wir bei den anderen Teilen nicht gemacht haben. Es kommt zwar überall nochmal jeweils ein Flachstahl auf diese Spanten drauf, das haben wir aber bei den anderen Teilen, weil sie eben im Rumpf zusammengesetzt werden, noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt im Nachgang dann Stück für Stück. Hier haben wir uns aber auch aus Stabilitätsgründen dazu entschieden, dieses schon anzubringen und Stück für Stück drauf zu schweißen. Das bedarf aber natürlich entsprechende Biegearbeiten. Und somit haben wir das Teil eben dort an den Stellen, wo wir es hinbiegen wollen, warm gemacht und dann Stück für Stück eben in diese Rundungen hineingebogen. Beziehungsweise hier haben wir uns dazu entschieden, die Rundung nicht hundertprozentig mitzugehen. Das ist nicht erforderlich, aber eben so weit, wie das möglich und nötig ist, den Stahl da dran zu biegen. So, nachdem wir hier vorne dann im Grunde den Winkel erreicht haben, den wir haben wollten, können wir jetzt hier in der nächsten Einstellung da nochmal an dieser kleinen Kante, ihr seht das vielleicht, erhitzen und den Stahl entsprechend rumdrücken, sodass er dann da schön anliegt. Und so haben wir uns hier Stück für Stück um diesen Spann herum gearbeitet. Ihr seht jetzt hier in der Mittelsektion
entsprechend ein bisschen großflächiger heiß gemacht, damit da eben eine schöne Kurve entsteht. Direkt wieder heften, wenn wir an den Punkten sind. Und somit den 6 Meter Flachstahl hier eingebaut. Ich habe dann schon mal den Kran wieder zur Hilfe geholt, damit wir dann eben auch das Teil einsetzen können. Und nachdem alles fest ist, können wir jetzt mit dem Kran das Teil anheben und vom Tisch runternehmen. Und dann kommen wir auch hier schon zu einem Punkt. Ja, ich hatte eingangs gesagt, mehrere Fehler. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, dass sich dieses Teil so ein bisschen gebogen hat, dass wir es quasi mit den Ketten hier auch ziemlich zusammenziehen. Auch hier sieht man das sehr, sehr deutlich. Und wir hatten alle drei so dieses Bauchgefühl, eigentlich ist das gerade irgendwie nicht so prall, was wir da tun. Das so anzuheben, das Teil, es biegt sich hier mächtig. Ihr seht es jetzt gleich nochmal, was es oben für einen Bogen macht. Hier waren noch die Befürchtungen, dass es dann einfach ja, sich im Maß verzieht. Allerdings kamen wir dann jetzt hier in dem Moment an einen Punkt, wo wir gemerkt haben, dass der Kran nicht weit genug auslegen kann. Und wir hätten eigentlich das Teil nochmal absetzen müssen, um den Kran nochmal zu versetzen. Das haben wir aber nicht getan, sondern versuchen hier in dem Moment das Teil anzuheben, und da ist es uns schlicht kollabiert. Zum jetzigen Zeitpunkt war das Teil dann schon nicht mehr zu retten. Es war im unteren Bereich schon krumm gebogen und man sah auch schon, dass es da bricht. Also blieb nur noch raus damit und ja, einmal Schrott produziert. Ja. Damit war der Tag dann natürlich auch zu Ende, denn wir müssen mit dem Bauteil weitermachen, sonst kriegen wir vorne nicht die richtigen Biegungen rein. Aber hier kommen wir jetzt wieder genau in die Situation, dass es eben der Vorteil ist, dass wir alle Teile selber produzieren. Wir können uns jetzt einfach nochmal eine Tafel auf den Plasmaschneider legen, produzieren die 6 Teile, die wir hier zerstört haben, nochmal neu, und dann können wir im nächsten Video an der Stelle wieder weitermachen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.